Spiegel TV Wissen begleitet die Macher von heute. Menschen mit dem Mut und Willen, sich selbstständig zu machen. Bambusrahmen für Fahrräder. Eine Innovation aus Afrika. 2 Kieler Start-Upper wollen mit nachhaltigen Rädern den deutschen Markt erobern. Aber es gab zum Beispiel so Hürden wie, dass die ersten Rahmen, die wir aus Ghana einfach mal damals bestellt haben zu Beginn, krumm und schief waren, asymmetrisch waren. Das waren Rahmen, die eben dann vom Projekt einfach mal so gebaut wurden. Essen auf Rädern, heute Streetfood genannt, erlebt einen Boom. Mit südamerikanischen Volksgerichten versucht sich Maria Hugger zu etablieren. Sobald man ein bisschen wächst und man Leute dann anfängt einzustellen, dann wird es mehr Arbeit. Möchtet ihr die haben? Ja. Immer einzeln, ihr bekommt alle einen. Bitte schön. Wir haben noch einen. Social Business bietet mehr als nur Rendite. Mit Komposttoiletten die Welt ein wenig besser zu machen, ist das Ziel der Goldeimer GmbH. Ey, das ist er aber. Nee, ich bin im Dienst. Tut mir leid. Echt jetzt? Ja. Was hast du da? Ein Sticker, Alter. Ja. Steht da drauf? Quatsch mich nicht voll, geh kacken. Maximilian Schei, Jahrgang 91, Mitbegründer der Maibu GmbH, gemeinsam mit Jonas Stolzke, Jahrgang 93. Diese 2 hatten schon als BWL-Studenten das Ziel, sich selbstständig zu machen. Nur womit, das wussten sie lange Zeit nicht. Bis ein Freund ihnen von Bambusfahrrädern in Afrika erzählt. Mit der Idee, Räder aus diesem nachwachsenden Rohstoff auf den deutschen Markt zu bringen, bewarben sie sich beim UWeDo-Wettbewerb, bei dem Studierende Startkapital zur Umsetzung von Change-Projekten gewinnen können. Das Besondere an unserem Projekt ist, dass es alle 3 Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllt. Also dass wir ein soziales Projekt haben, was aber gleichzeitig eben auch ökologische und ökonomische Ziele verfolgt. Und das versuchen wir in unserer Unternehmung in einen Einklang zu bringen. Wir wollen halt dieses Produkt Bambusfahrrad, was eben noch überhaupt nicht verbreitet ist in Deutschland, so ein bisschen salonfähig machen und eben auch als ernsthafte Alternative zu konventionellen Fahrrädern so etablieren in Deutschland. Ich bin gerade Weltwärtsfreiwilliger in Ghana und habe Maxi auf die Idee des Exports von Bambusfahrrädern gebracht. Wir werden jetzt den Vertrag unterzeichnen, unseren Partnervertrag mit dem Yonsu Project und mit dem Bambus Bike Workshop. Do you change anything on the contract or is it? No, it doesn't in this moment. I feel so happy. What do you see? 2012 gründeten die Studienfreunde ihr Unternehmen und vertreiben seither die bis zu 2.500 € teuren Räder. Ein befreundeter Investor unterstützte die 2 mit einer Anschubfinanzierung. Wie bei den meisten Unternehmensgründungen lief auch bei Maibu anfangs nicht alles rund. Ja, es gab eine Menge Hürden bei der Gründung, weil wir ein Produkt haben, was jetzt relativ komplex ist. Also wir haben ein Produkt, was wir nicht von Beginn an komplett verstanden haben, weil wir nicht aus dem Fahrradbereich kamen. Das heißt, wir mussten uns in vieles einarbeiten, uns auch auf viel externes Wissen vertrauen und uns das einholen. Aber es gab zum Beispiel so Hürden wie, dass die ersten Rahmen, die wir aus Ghana einfach mal damals bestellt haben zu Beginn, krumm und schief waren, asymmetrisch waren. Das waren Rahmen, die eben dann vom Projekt einfach mal so gebaut wurden, nicht jetzt mit unseren Mitteln, wie wir es jetzt machen. Aber da haben wir Rahmen bekommen und dachten, die sehen super aus, aber sie taugen einfach nichts, weil man daraus keine Fahrräder bauen kann. Das war so ein Punkt, wo wir danach aber eben gesagt haben, okay, wir gehen die ganze Sache, die Entwicklung grundlegend an und entwickeln alles selber und kontrollieren und steuern eben auch die ganze Produktion. Alle Metallkomponenten werden in Schleswig-Holstein hergestellt. Seit Februar 2015 betreiben sie zusätzlich eine Fahrradwerkstatt mit 2 Mechanikern. Ich finde, sie sehen sehr schön aus, sie sind individuell und das hat auch ganz viel mit Handwerk zu tun. Ne? Also man muss ein bisschen mehr können, einfach um so einen Rahmen aufzubauen, als nur Teile zu montieren oder defekte Teile zu wechseln. Und das ist für mich eigentlich immer ein Anreiz, weil jeder Rahmen ist anders und man muss Teile einfach komplett immer anpassen. So. Dass kein Bambusrad wie das andere ist, macht seinen besonderen Reiz aus. Für Dennis ist aber noch ein weiterer Aspekt für seine Arbeitszufriedenheit sehr wichtig. Im Grunde sind das alles relativ hochwertige Teile, die auch zuverlässig sind. So.
Das ist mir auch wichtig, irgendwie, dass man Teile verbaut, wo man weiß, wo man auch hinterstehen kann tatsächlich. Ne? Das ist natürlich immer ein gutes Gefühl, wenn man ein Rad rausgibt und die Teile tatsächlich auch auf etwas längere Sicht dann auch halten, was im Fahrradbereich nicht immer der Fall ist. Alle Teile des Bambusrades werden in Handarbeit hergestellt. Ein Umstand, der den Herstellungspreis in die Höhe treibt. Für den Aufbau eines Bambusrades benötigt Dennis fast einen ganzen Tag. Die Nürnbergerin Maria hat sich in Berlin mit südamerikanischem Streetfood selbstständig gemacht. Zu ihrem Glück fehlt nur noch ein zünftiger Foodtruck. Was bekommen Sie? Hier können Bäckler mit Wurst. Doch der Umbau des Polizeitransporters verzögert sich und so muss Maria weiterhin ihre Verkaufsstände auf- und abbauen. Das alles muss gut geplant sein. Mit Renee, ihrer australischen Mitarbeiterin, bespricht sie den Tagesablauf. First is Markthalle 9, Regular Street Food Thursday. Then we have... Heute muss sie gleich an 3 Orten aufkochen. Nacheinander werden diese angefahren und die Stände aufgebaut. Weitere Helferinnen übernehmen dann den Verkauf. Also das kommt immer total drauf an, wo ich bin und was ich mache. Aber was gleich aussieht, ist eigentlich immer das Auto packen und die Lebensmittel besorgen und zum Event fahren. Das ist immer gleich. Im Moment ist mein Arbeitstag noch relativ lang. Ich würde sagen zwischen 10 und 16 Stunden immer. Aber ab nächster Woche habe ich jemanden, der mir bei der Organisation hilft. Und wir sind auch noch konstant am Anstellen. Das heißt, es wird jetzt weniger werden. Den Start ihres Business hat sie als leicht empfunden. Doch die deutsche Bürokratie fordert ihren Tribut. Bürokratie ganz am Anfang ist gar nicht so schlimm eigentlich, weil es nur eine Gewerbeanmeldung und ein Gesundheitszeugnis, was man braucht, und eine Reisegewerbekarte. Danach, sobald man ein bisschen wächst und man Leute dann anfängt einzustellen, dann wird es mehr Arbeit, weil dann muss man Verträge machen, Arbeitsverträge. Und dann braucht man irgendwann auch einen Steuerberater und dann braucht man Buchhaltung und ja, solche Sachen. Steuererklärung, da wird es dann schwierig. Aber so ganz am Anfang, das erste halbe Jahr war eigentlich easy, danach wird es mehr. Das Handy am Ohr, ein typisches Bild, wenn man Maria begegnet. Ohne Mobiltelefone könnte sie ihr Geschäft gar nicht betreiben. Ständig müssen Mitarbeiter organisiert, Lebensmittel bestellt und Genehmigungen eingeholt werden. Mit einer Stunde Verspätung geht es schließlich doch noch los. In Kiel hat eine Gruppe Studenten das alte Plumpsklo zum coolen Goldeimer weiterentwickelt. Die Komposttoilette ist auf Musikfestivals die kluge, weil umweltfreundliche Alternative zum üblichen Chemieklo. Aufbauzeit ist beeindruckend. Also vor allem im Vergleich zu letztem Jahr. Da sind wir deutlich schneller und deutlich besser. Markus, Ole, Christian, Christoph. Das Miteinander ist für die Goldeimer mindestens ebenso wichtig wie das Gewinnstreben. Ja, dass sich einer darum kümmert, dass alle was Gutes zu essen haben und darüber dann zu einem schönen sozialen Event zu kommen, das ist richtig Mehrwert. Auf dem Hurricane Festival 2015 kommt es zum bis dahin größten Goldeimer-Einsatz überhaupt. 60 Komposttoiletten stehen den 65.000 Besuchern zur Verfügung. Mann, ich muss aufs Klo, das ist klein. 2 € kostet hier ein Stuhlgang. Die Nutzung der Chemieklos ist dagegen umsonst. Die Goldeimer Crew versucht deshalb, möglichst viele Besucher persönlich von ihrer sauberen Alternative zu überzeugen. Guerilla-Marketing in Form von humorvollen Aufklebern soll dabei helfen. Jojo und Kiste versuchen, die neuen Sticker und das Festivalvolk zu bringen. Hi Mädels, moin. Darf ich euch kurz hören? Da gibt es diese Aufkleber, die du haben wolltest. Ja, möchtet ihr die haben? Ja, immer einzeln, ihr bekommt alle einen. Bitte schön. Kiste, wir haben noch eine andere. Ja, das sind die. Aber, Moment, wir haben noch mehr. Ja, genau. Das sind genau die. Nicht, dass Habt ihr schon mal in Erwägung gezogen, da auf Toilette zu gehen? Und? Es kostet Geld, also nein. Man kann auch eine Flatrate kaufen. Ja, es kostet trotzdem Geld. Ja. Seid ihr Schüler? Flatrate ist. Seid ihr Schüler? Dann wünsche ich euch noch ein entspanntes Wochenende. Lasst euch nicht anschnacken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen mal hier bei uns am Stand sehen. Kennt ihr das? Ja.
Warum nicht? Wo gehst du denn kacken? Ja, da war ich doch schon kacken mit dem Segelspiel. Ja, du warst schon hier. Und? Hat's euch gut gefallen? Hier, reich mal weiter. Warst du schon bei uns am Stand? Noch gar nicht genutzt? Was? Ah, habe ich leider nicht am Start. Hier. Ja, selbstverständlich darfst du einen haben. Aber nur, wenn ihr uns mal besucht im Laufe des Festivals. Natürlich. Ja? Kennst du hier schon den? Den da? Oh, geil. Ja, warte. Das sind die neuen. Oh, die sind ja noch viel geiler. Ich mag es einfach ganz gerne, auf fremde Leute zuzugehen, mich einfach dazu zu setzen, ein bisschen Blödsinn erzählen, was ich ja nun auch viel mache und ja, halt auch ein bisschen Flyer verteilen und die Leute darauf aufmerksam machen, dass wir halt nicht unbedingt die Sanitäranlagen mit unserem Trinkwasser verschmutzen sollten oder spülen, die Toiletten. Jetzt. Hey, wir haben eine Bon. Wollt ihr auch? Danke. Hey, das ist er aber. Nee, ich bin im Dienst. Tut mir leid. Echt jetzt? Ja. Was hast du da? Ein Sticker, Alter. Ja. Was steht da drauf? Quatsch mich nicht voll, geh kacken. Musst du kacken, Alter? Dann geh mal da hinten. Guck mal, siehst du dieses Symbol? Guck mal, das Symbol da? Ja. Siehst du das da hinten am Horizont? Ja. Ja. Da kannst du kacken, Alter. Geh mal hin. Echt jetzt? Ja. Ja. Los, Clips am Rücken. Ja. Enjoy dich mal, Digga. Ja, auf jeden Fall. Ja. Lass laufen. Am Nachmittag des vorletzten Festivaltages lässt der Andrang langsam nach. Dann nimmst du noch deinen Becher mit und damit nachspülen. Du kannst dir auch gerne Zeitschrift mitnehmen, wenn du magst. Hallo? Also bei uns ist immer das Morgengeschäft ja irgendwie interessant. So, ne? Die Leute wachen halt morgens in ihren Zelten auf und stellen sich dann hier an. Und wir haben im Prinzip nur noch Sonntagmorgen. Dann Sonntagabend reisen schon viele Leute ab, dann wird der Platz schon leerer. Und dann ab Montag tröpfelt das nur noch so rein. Ne? Obwohl das Hurricane 2015 nicht ausverkauft ist, sind die Goldeimer recht zufrieden. Also man kann, glaube ich, ganz viele Zwischenfazits ziehen. Es ist auf jeden Fall bisher großartig gelaufen. Die Leute nehmen es halt total gut an. Und was immer schön zu beobachten ist, dass dass so ein bisschen so ein Lerneffekt da ist. Ne? Die Leute, die seit Donnerstag hier auf dem Gelände sind, die kriegen das halt so mit, wie das funktioniert, was der Mehrwert von diesen Toiletten eben ist. Und also am Anfang muss man halt immer noch viel erklären, so hier, nehmt euch bitte einen Becher, ne? Trockene Spülung und so weiter. Und dann irgendwann ab Tag 2 läuft das halt von alleine. Ne? Das ist ein Selbstgänger dann. Und das ist halt einfach ein schönes Gefühl. Ne? Man hat irgendwie, man realisiert, dass die Leute das verstehen, auch dass es einfach eine bessere Sanitärversorgung ist. Ne? 14 Fußballfelder groß ist das Infield in Schesel. Die Park- und Campingplätze drumherum nehmen noch einmal 250 Fußballfelder ein. Platz für viele Menschen, die die Goldeimer-Crew für ihr Projekt begeistern möchte. Das ist ein Projekt, das Pioniergeist hat, das Dinge versucht. Wir geben uns alle dasselbe Bruttogehalt. Wir haben sehr ähnliche Aufgaben mitunter und packen alle an allen Enden an. Also da gibt es keinen Geschäftsführer, der nicht auch mal Toiletten putzt oder nicht jemanden, der sagt, ich hätte jetzt Lust zu kochen, dem das dann verwehrt wird. Also es geht alles nichts durcheinander. Das ist, glaube ich, schon mal ein Ansatz. Und dann auf vielen anderen Ebenen, eben mit dem ökologischen, mit dem sozialen Aspekt drin. Ich glaube, wir probieren vieles aus, was man in der Zukunft dann nochmal ausbauen kann und wo viele Schnittstellen sind, wo man einfach auch andere Projekte mit anknüpfen kann und dann mitreißen in einer Art des Wirtschaftens, die anders aussieht. Während Dennis in Kiel weiter das Bambusrad aufbaut, sind Maximilian, Jonas und Felix mit der Bearbeitung von Aufträgen und Anfragen beschäftigt. Der Korpus für die Kieler Räder kommt aus Ghana. In Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Entwicklungsprojekt wird dort wild wachsender Bambus geschlagen und zu Fahrradrahmen verarbeitet. Doch es lief anfangs einfach noch nicht rund. Wir haben dann eben mal 6, 7, 8 Rahmen bestellt damals von dem Projekt, die in Eigenregie gebaut hatten. Und dann war es so, dass die Rahmen kamen und wir fanden sie optisch super, wir waren völlig begeistert, aber wir haben sie dann zu unserem damaligen Partner gebracht, der die Räder montiert hat oder der uns auch in der Entwicklung geholfen hat. Und der hat gesagt, ja, da stimmen diverse Maße nicht, von Flächen, die plan sein müssen, die nicht plan waren, über Symmetrien, über Maße, die man verbraucht, damit der Reifen reinpasst zum Beispiel. Das stimmte alles nicht. Aber das wäre eben auch für uns ein ganz wichtiger Punkt, so ein erster kleiner Punkt des Scheiterns, aber dann eben zu sagen, wir entwickeln das Ganze von grundlegend neu und verlassen uns nicht nur auf eben externe Partner, die die Produktion machen,
sondern wir sind praktisch Selbstproduzent. Maximilian und Jonas auf dem Weg zum Zollamt. Hier warten 10 neue Rahmen auf die Unternehmensgründer. Rund 140 Räder haben die 2 bisher verkauft. Los, komm. Moin. Wir würden gerne unsere Pakete abholen. Ja, haben Sie Ihren Abholzettel dabei? Den haben wir nicht dabei, ne. Den Personalausweis? Den haben wir dabei. Den zeige ich mal. Den unausweichlichen bürokratischen Akt kennen Maximilian und Jonas schon. Beim Import vorgefertigter Güter aus anderen Teilen Afrikas wäre alles noch deutlich aufwendiger und teurer. Das Gute ist, Ghana und Deutschland haben ein Abkommen geschlossen, sodass das Zoll befreit ist. Das heißt, wir müssen gar keinen Zoll bezahlen, aber natürlich Einfuhrumsatzsteuer, die wir dann irgendwann wieder bekommen. Und wie kommen die nach Deutschland? Die kommen per Luftfracht nach Deutschland. Das heißt, sie kommen von Accra nach Frankfurt und werden von da aus weiterhin hier zum Zoll in Kiel transportiert und hier holen wir sie dann ab. Wollen Sie einmal außen rumkommen? Ja. Einmal ein Paket öffnen? Genau. Auf der Laderampe an der Rückseite des Zollgebäudes möchte die Beamtin noch einen genaueren Blick auf das importierte Gut werfen. Genau. Willst du mal aufschneiden? Ja. So. Was soll denn genau drin sein? Fahrradrahmen aus Bambus sind da drin. Reine Routine. Bisher hat noch niemand versucht, etwas auf diesem Weg nach Deutschland zu schmuggeln. So. Kann die Rahmen Genau, verwählen? wie viel haben wir? 1, 2, Wie viele sind es insgesamt? 3, 4, Müssen 10 sein insgesamt. 5 Rahmen und hier auch 5 Rahmen drin. Alles klar. Genau. Wo sollen die verwahrt werden? Hier in Kiel, bei uns in den Bürogebäuden, Adalbertstraße 11. Adalbertstraße, Genau, okay. ja. Genau. Gut, alles klar. Wir machen jetzt eine vorübergehende Verwahrung. Das heißt, die beiden Herren möchten noch keine Zollanmeldung abgeben. Die haben dann 20 Tage Zeit, die Waren einer zollrechtlichen Bestimmung zuzuführen. Und dafür brauchen wir natürlich Eile da an, damit nachher gewährleistet wird, dass auch genau diese Waren in der Zollanmeldung auftauchen. Das ist rein stichprobenmäßig und natürlich wollen wir auch gucken, ob denn tatsächlich Fahrradteile drin sind. Sie können das gerne wieder einpacken. Alles klar. Brauchen Sie noch irgendwie Klebeband dafür? Nee, das tun wir einfach ins Auto. Alles klar. Danke. Okay, danke. Die Bambusrahmen sind zwar schon vorlackiert, erhalten aber erst in Deutschland ihren letzten Schliff. Berlin-Kreuzberg. Die Markthalle 9 gehört zu den Hotspots der Hauptstadt, wenn es um handgemachte Lebensmittel und junge, innovative Food-Konzepte geht. Hier schlug auch Maria ihren ersten Verkaufsstand für Maisfladen auf. Die glutenfreien Arepas fanden schnell Abnehmer. Und so ist Maria heute mit mehreren Ständen parallel an verschiedenen Orten unterwegs. Jedes Team hat eine Farbe und das Event hier hat heute die Farbe schwarz. Dann gibt es weiß und dann gibt es noch einen ohne Label. Beziehungsweise in Zukunft wird es Silber sein. Donnerstag ist in der Markthalle 9 Street Food Day. Für Maria ist dieser Tag immer eine sichere Bank. Ihren Stand aufzubauen dauert nicht lang. Halbes Stündchen, wenn man zu zweit ist. Ist eben schon alles gut eingespielt bei Maria. Nikolaus Driesen, einer der Chefs der Markthalle 9, auf seinem morgendlichen Rundgang. In historischer Umgebung etwas Neues umzusetzen, ist das Ziel der Betreiber. Ich glaube, das Neue sind die neuen Menschen, die es mittlerweile vor allen Dingen hier in Berlin gibt. Also Leute, die sich leidenschaftlich mit Lebensmitteln beschäftigen und eben diesen Beruf des Lebensmittelhandwerkers auch wieder für sich neu entdecken und eben mit einem ganz anderen Background, also oft Quereinsteiger, sich diesem klassischen, traditionellen Handwerk widmen. Und vor dem Hintergrund kommt eben auch was ganz anderes raus. So wie bei Bäcker Alfredo Sironi. Frisches Brot und Gebäck aus seiner gläsernen Backstube hat ihn schnell populär gemacht. Der Italiener stammt aus einer Hoteliersfamilie. Zum Backen ist er aber erst hier in Berlin gekommen. Hartweizengrieß, unsere Hausbrot sozusagen. Wir haben ein kleines Sortiment, wir produzieren nur 4, 5 Sorten Brot. Plus ein Teil, muss ich jetzt die Focaccia in den Ofen reinschieben, das ist wichtig. Ich muss hier rein, das vielleicht könnt ihr auch. Cosa faccio? 4 o cuociamo 3 ultimamente che è meglio?
Auch der Teig für die Focaccia wird in dem kleinen Glaspavillon hergestellt. Alles hier ist original italienisch, bis auf den Ofen. Das ist in dem Fall eine französische Ofen, die aber sehr gut, also viel in Italien benutzt ist und deswegen passt sehr gut für was wir machen. Wir haben verschiedene Größe hier und ja, sonst alle Geräte sind Italiener, kann man sagen. Die Geräte hier, das sind Knete und alles, was wir hier haben. Alfredo kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen, als hier in Berlin genau das zu tun, was er macht. Ich finde, dass das ein super Job ist, dass jeden Tag was Neues passiert. Es ist absolut Leidenschaft. Also die sind Jobs, die einfach so funktionieren. Die einfach so funktionieren sollen. Um die Bürokratie kommt aber auch Alfredo nicht herum. Du hast viele Ämter zu besuchen, musst du viele Fragen stellen, musst du genau verstehen, aber du hast immer jemanden, der hilft, jemanden, der dir klar sagt, was du brauchst. Wir sind in Kreuzberg, viele fragen mich, viele fragen mich, wie es zum Beispiel in Deutschland zu leben. Ich sage immer, ich weiß es nicht. Ich wohne in Berlin erstmal und dann in Kreuzberg. Das heißt, hier ist sehr gemischt, kommen Leute aus allen Ländern, alle Staaten in der Welt. Schön, ich mag es sehr. Neben der Weltoffenheit schätzt er vor allem die Nähe zu seinen Mitarbeitern und Kunden. Ich glaube immer, so eine Realität, so klein, so handwerklich, ist schön und es geht immer um die Menschen. Die Menschen müssen gut arbeiten und ich bin sozusagen der Chef hier. Alles läuft unter meiner Verantwortung und ich trage aber die Verantwortung gerne. Nikolaus Drießen auf dem Weg in die Unterwelt. Bis vor wenigen Monaten waren diese Gewölbe extrem baufällig und unansehnlich. Doch seit kurzem haben sich hier einige Start-Upper niedergelassen. Hallo. Die Tofu-Tussis. Wollte mal mit dem neuen Keller an. Und hier ist unser neues Reich. Alles schick Wow. ausgebaut. Ganz schön toll. Ja, aber auch ein Haufen Arbeit. Das ist köstlich. Ich weiß ja noch, wie es vorher aussah. Erst vor 2 Wochen sind die Räume fertig geworden. Franzi und Elena veredeln den selbstgemachten Tofu mit Kräutern, Gewürzen und Früchten. Das erste große Problem, wirklich Gerätschaften besorgen, mit denen wir Tofu herstellen können. Wir brauchen ja nicht die üblichen Küchenutensilien, sage ich mal. Wir haben uns halt eine Presse selbst gebaut, haben uns viel aus dem Käserei-Fachbedarf bestellt. Ja, und haben uns aus Campingbedarf und ähnlichen Sachen, lebensmittelechte Sachen zusammengesucht. Damit haben wir letztes Jahr im Juli angefangen, die ersten Tofu-Stücke zu pressen. Das ist noch die selbstgebaute Variante. Da haben wir uns wirklich eine Presse zusammenschweißen lassen von einem Kumpel und auf ein Holzbrett geschraubt und dann aus dem Käsereibedarf so einfache Plastikwannen bestellt und Käsepressen halt. Und als wir dann merkten, wir brauchen mehr Tofu, dann haben wir uns diese Presse hier zugelegt. Die kam auch schon aus China dann, wo man quasi so eine 5 Kilo Form pressen kann. Die kann man dann auch noch erweitern als 10 Kilo Form. Da ist dann schon mehr Druck hinter. Genau. Und jetzt unser neuestes Stück, was wir jetzt hier beim Umzug in diese Küche uns angeschafft haben, ist die große Presse. Und die kann wirklich dann 5 von diesen Formen übereinander gleichzeitig pressen. Die schnelle Nachfragesteigerung hat die 2 überrascht. Sie mussten reagieren und investieren. Ich glaube 1,5 etwa hat die große jetzt gekostet, was natürlich immer blöd ist, die aus Asien hierher zu kriegen. Also entweder man wählt 3 Monate lang den Schiffsweg oder man lässt sie teurer einfliegen, dann muss er halt auch noch durch den Zoll. Und ja, unsere Sojamühle, die wir mitbestellt haben, ist leider nicht angekommen diesmal. Für Franzi und Elena kam der Erfolg schneller als erwartet. Eine Produktionsküche, die sie nur tagesweise mieten konnten, wurde zu klein. Sie suchten eine eigene Produktionsstätte. Uns wurden hier die Kellerräume angeboten. Das hat uns erst ein bisschen zurückgeschreckt, weil
Der ganze Ausbau und alles musste ja... Habt ihr aus eigener Tasche bezahlt? Wir haben Crowdfunding gemacht im März und das erfolgreich beendet und haben davon, das war ein guter Grundstock, um hier mit dem Ausbau der Küche anzufangen. Viele Kunden bestellen die Tofu-Platten online. Für den Lebensunterhalt reicht der Umsatz aber noch nicht. Ich habe zum Glück nur noch 9 Stunden. Ich habe Franzi 20. hat 20. Die Nebenjobs zehren an der Kraft der Frauen. Weiß ich nicht. Also ich habe auch einen 2-jährigen Sohn zu Hause. Das wird nicht auf Dauer so gehen. Na, eigentlich war nicht die Motivation, uns auf eigene Füße zu stellen an sich, sondern die Idee war die Motivation. Wir wollten halt Tofu machen. Ja. Es ging jetzt nicht vordergründig darum, selbstständig und eine Menge Geld loszuwerden. Nicht als Vollzeitjob geplant. So. Nee. Wir wollten das wirklich so nebenbei ein bisschen machen und dass das jetzt innerhalb von einem Jahr so schnell so groß geworden ist, dass wir uns eine eigene Küche ausgebaut haben, Crowdfunding gemacht haben und all sowas, das war nicht geplant. Maria baut mit ihrer Helferin Renee den Foodstand auf. Zwar hat eigentlich alles seinen Platz, doch gekennzeichnet sind die Bauteile nicht. I think, is this accurate now? Turn it, flip it one time, like this. Multikulti ist bei Maria Prinzip. Sie unterhält sich fließend auf Englisch, Spanisch und Deutsch. In der Markthalle 9 fühlt sie sich besonders wohl. Ja, hier hat alles angefangen. Also hier war mein erster Streetfood-Abend in Berlin. Und ich bin jeden Donnerstag hier, immer, jede Woche. Und das ist auch ein Ort, wo auf jeden Fall immer auch Leute kommen. Es ist halt auch bei den Touristen und so bekannt und auch die Locals sind hier, aber es ist auf jeden Fall was immer stattfindet und nie ganz leer ist, außer während der Zeit, wo Weihnachtsmarkt ist. Auch wenn Maria vor allem für ihre glutenfreien Teigtaschen aus Mais, den Arepas, bekannt ist, feilt sie an ihrem Angebot. Die Kunden müssen mit immer neuen Ideen gelockt werden. Das hat Folgen für die Organisation am Stand. Wir haben es jetzt gerade wieder ein bisschen geändert, weil wir jetzt die Quesadilla mit ins Programm aufnehmen. Das heißt, wir brauchen eine Grillplatte extra, weil es ja glutenfrei ist, die Arepa, und die Quesadilla nicht. Das heißt, hier kommen die Arepas glutenfrei hin und da drüben, nachdem wir hier dann vorbereitet haben, kommt die andere Grillplatte mit den Quesadillas, wo eben Gluten liegt. Genau, also heute ist wieder ein bisschen anders, deswegen habe ich gerade noch mal nachgedacht, aber ja, jetzt passt es, denke ich. Eine weitere Mitarbeiterin kommt dazu. Sie wird später hier die Speisen zubereiten. Es folgt eine schnelle Einweisung auf Spanisch. Das Wichtige ist, dass wir uns verstehen, dass wir kommunizieren können. So, sobald einer kein Deutsch spricht, sprechen wir alle immer Englisch am Stand. Und normalerweise, ich habe jetzt einfach nur mit ihr Spanisch geredet, weil das am besten funktioniert. Aber wenn ich jetzt mit den Zweien, mit der Renee und ihr zusammenarbeite, würde ich immer Englisch reden, damit alles verstehen. Eigentlich wollte Maria schon längst wieder auf dem Weg zur nächsten Location sein. Doch es gibt immer viel zu besprechen. Irgendwann geht es dann doch tatsächlich weiter. In Kiel sind Jonas und Maximilian auf dem Rückweg zu ihrem Flagship-Store mit angeschlossener Werkstatt. Denn es ist hier noch mit dem Aufbau eines Bambusrades beschäftigt. Ich dachte einfach, durch meine Erzieherausbildung und die Mechanikerausbildung habe ich einfach sofort ein gutes Gefühl gehabt. Da konnte ich mich gut mit identifizieren. Ne? So, dass man quasi auch was irgendwo auch am Ende was Gutes tut, einfach damit ein bisschen. Ne? So, ist ein schönes Gefühl einfach auch so. Und ich denke, den Kunden geht es genauso. Diese Bilder haben Maximilian und Jonas auf einer ihrer Reisen in Ghana gemacht. Dort arbeiten sie mit dem Yonso-Projekt zusammen, das Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Für jedes in Deutschland verkaufte Rad finanziert Maibu hier ein Schulstipendium für ein Jahr. 15 Mitarbeiter haben eine Festanstellung beim Rahmenbau bekommen. An den frisch aus Ghana eingetroffenen Bambusrahmen haben Jonas und Maximilian schwer zu tragen. Dass sie die Pakete vom Zollamt mitnehmen durften, heißt allerdings noch nicht, dass damit der bürokratische Aufwand erledigt ist. Ja, wir haben jetzt hier ein Dokument über die vorübergehende Verwahrung der Ware. Das heißt, wir haben die Zollanmeldung noch nicht gemacht, reichen die eben nach, aber können die Ware schon mal mit hier in unsere Büroräume nehmen und hier lagern und schon mal aufbereiten.
Weiterverarbeiten dürfen sie die Rahmen jedoch nicht. Genau, also man darf die Ware noch nicht verändern irgendwie innerhalb der nächsten 20 Tage oder weiterverarbeiten oder veräußern. Aber für uns ist erstmal wichtig, dass sie hier ist, dass wir sie aufmachen können, dass wir sie durchchecken können und sehen, was da drin ist und ob alles in Ordnung ist. In der Werkstatt nebenan geht die Arbeit unterdessen gut voran. Dennis ist mit seinem Workflow zufrieden. Sehr gut. Flüssig. Jetzt das fast 20. Rad, das ich aufbaue. Ist schon fast Routine geworden. Und ja, man denkt nicht mehr viel drüber nach. Na Dennis, wie läuft's? Sehr schön. Ja? Ja. Wie weit bist du? Dennis ist fast fertig. Die Räder aus der kleinen Manufaktur sind gefragt. Das wird noch nichts. Wir haben jetzt im ersten Jahr, seitdem wir auf dem Markt sind, 140 Räder verkauft. Und davon für dieses Modell ungefähr, ich schätze mal so 65 Mal. Die frischen Rahmen aus Ghana sind zwar vorlackiert, doch zum Schutz gegen tiefe Kratzer beim Transport mit mehreren Lagen Zeitungspapier fest umwickelt. Bambus ist ein schnell nachwachsender und sehr stabiler Rohstoff. Die enorme Festigkeit der Süßgraspflanze konnte Maximilian vor Ort selbst testen. Doch für eine Zulassung in Deutschland waren überprüfbare Nachweise gefordert. Um die erforderliche Norm zu erfüllen, wurde maschinell eine Belastung hergestellt, die 20 Jahre normalem Radfahren entspricht. Die Rahmen von ihrer Papierschutzhülle zu befreien ist gar nicht so leicht, denn die Mitarbeiter verpacken die Bambusrahmen so gut es geht. Also es gibt erstmal in Ghana eine Checkliste, eine ganz ausführliche, mit 60, 70 Punkten und die ist immer bei jeder Lieferung dabei. Das heißt, da können wir mal ganz genau nachvollziehen, wer hat wann welchen Schritt kontrolliert. Und dann haben wir hier in Deutschland nochmal eine Checkliste, so knapp 10 Punkte. Viele sieht man auch einfach mit dem bloßen Auge, wenn man sich mit daran gewöhnt hat. Oder ja, es fällt einfach auf, aber es gibt so circa 10 Sachen, die wir nochmal explizit checken nach einer Checkliste. Ja. Ein Jahr lang waren Johannes Riffelmacher, genannt Jo, und Thomas Kosikowski, genannt Kosi, in Lateinamerika auf der Suche nach den besten Surfspots und den leckersten lokalen Gerichten. Als Salt and Silver vermarkten sie ihr Abenteuer als Reisekochbuch und Catering-Label. Passende Outfits und Tattoos unterstreichen ihre Authentizität. Bist du bereit? Ich bin nicht sicher, aber mach's einfach. Das tut echt weh. Okay. Gerade die Stelle. Oh, fuck. Obwohl Kosi und Jo keine gelernten Köche sind, wollen sie sich in der Gastroszene etablieren. Fand ich auch cool, dass sie gleich so uns halt auch als Geschäftspartner ernst genommen haben, weil wir kommen ja jetzt gerade nicht unbedingt wahnsinnig professionell daher. Für ihren ersten echten Catering-Auftrag müssen Kosi und Jo noch alle Zutaten besorgen. Es ist eine Bewährungsprobe, die sie ganz gelassen angehen. Moin. Hallo. Schönen guten Morgen. Sehr geil. Dankeschön. Ja, danke. Kleine Jungs kriegen das immer noch hin. Das finde ich super. Kann man bei den großen Jungs gerne beibehalten. Moin, grüß Sie. Hallo. Schön, dass Sie einen Moment Zeit haben. Ich hätte aber eine Frage, weil wir auch in Zukunft öfters mal so größere Mengen brauchen. Ja. Die kann man dann aber nicht zum Einzelhandelspreis kaufen. Das ist ja nicht der Einzelhandelspreis. Der Einzelhandelspreis ja, genau. ist Ihr habt uns schon ne? Rabatt gegeben. Ja, und bei Geflügel haben wir eine enge Marge. Bio ist Bio. Ja. Du musst irgendwo realistisch bleiben und sagen so, also normalerweise müsste ich den höher kalkulieren, aber das ist dann wieder nicht schwer verkaufbar. Ne? Ja, klar. Und deshalb kann ich nur sagen, also okay, bei einer größeren konstanten Menge, vielleicht kann ich da nochmal 5% oder so, aber jetzt so spontan bei 12,50 €, das ist schon ein guter Preis auf jeden Fall. Ist schon ein sehr guter Preis, Ja. liegt dann auch schon fast 20% unter dem. Ja, und wenn ich selbst nur 30% dran habe, dann bin ich natürlich, also 10% hätte ich gerne auch verdient. Hört sich gut an, hört sich absolut fair an. Ja, mich hat es nur interessiert, wie man das dann so in Zukunft machen könnte. Vieles läuft bei Kosi und Jo noch aus dem Bauch heraus. Umfangreiche Erfahrung beim Kochen haben sie ja noch nicht. Das gilt auch für die benötigten Mengen bei den Zutaten. Also die achten auch auf solche Details. Ne? Das sind jetzt 6 Kilo 7 wolltest du haben. 7 Kilo, aber meinst du, Ich schätze 6. die 6 tun's? 6 ist Die 6 reichen uns, ja. Alles klar. Dann lasse ich sie auch so verpackt. Ne? Wunderbar. Sehr gerne. Das ist schon eine gute Betransportverpackung. Und was machst du jetzt mit den Hähnchenkolben?
Die werden gebacken im Ofen, so für 1,5 Stunden, dann wird das Fleisch runtergerupft. Olivenöl, Minze, Koriander, Rosinen und verschiedenen Gewürzen gemischt. Und dann wird das praktisch in so kleine Schichthörnchen gemacht mit Kartoffel, Hähnchenfleisch, dann kommt Avocado und rote Zwiebeln drüber. Deckel drauf. Hört sich interessant an. Ja. Wenn du dann sowas machst im Bio, wo du ein hochwertiges Grundprodukt hast, dann muss man eben gucken, dass man den Fleischanteil kleiner macht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und auch einfach seltener Fleisch essen. Mir ist es ganz wichtig. Danke, jawohl. Hier ist es ja ganz wichtig, dass du sagst so, die Leute sagen immer, schrecken ja immer so ein bisschen weg, Bio ist teuer, ne? Ja. Aber ich muss ja keine Masse haben. Ne? Ja. Und Delikatessen gibt es nicht in Massen. Ne? Eine Delikatesse ist immer irgendwo was Kleines, was Schmackhaftes. Auf jeden Fall. Und also mir ist es lieber, den Geschmack zu genießen, als irgendwo eine Masse zu haben, wo ich das vom Volumen das 3- oder 4-fache habe und habe letztendlich genauso viel bezahlt dafür. Ne? Mit seiner Argumentation stößt der Bioschlachter bei Jo und Cosi auf offene Ohren. Weiter geht's. Nur noch 6 Stunden bis zur Auslieferung. Rund 5000 Kilometer weiter südlich, in der Ashanti-Region Ghanas, werden unterdessen in Handarbeit Fahrradrahmen aus Bambus für das Kieler Jungunternehmen Maibu gefertigt. Genaue Vorgaben und Checklisten aus Deutschland sollen für gleichbleibende Qualität sorgen. Dass der Bambus für die Räder ausgerechnet von hier kommt, hat gute Gründe. Wir haben uns eben entschieden, dass wir ganz bewusst mit einem afrikanischen Projekt was machen wollten, aber eben auch ein Land wählen wollten, wo der Bambus wächst. Und da war Ghana eine perfekte Kombination. Und dann hat sich eben angeboten, dass wir das Yonce Project gefunden haben, das eben super motiviert war, was mit Bambus zu machen und mit uns Bambusrahmen bauen wollte. Und dann war das eine ideale Kombination für uns. Deshalb haben wir uns dafür entschieden. Die Ökobilanz wird nur durch den Lufttransport der Rahmen von Ghana nach Deutschland getrübt. Geschützt durch dicke Lagen Zeitungspapier überstehen sie den langen Weg ohne Kratzer. Ja, das sind immer mal wieder anderssprachige Zeitungen. Also wir hatten schon oft Holländisch oder auch mal Deutsche oder Englische, aber das ist jetzt gerade hier anscheinend eine russische Zeitung. Das sind Zeitungen, die alt sind und nach Ghana exportiert werden, weil die da als Toilettenpapier benutzt werden. Und die kann man da ganz normal auf dem Markt kaufen. Und bei uns wird das eben als Verpackungsmaterial recycelt. Jeder Rahmen wird begutachtet und nachgearbeitet. Vorausgesetzt, die Abweichungen von der Norm sind nicht so groß. Hier ist alles in Ordnung. Also das ist ein 52, Herrenmodell, Rahmennummer 215. Nach dem Check geht es weiter zur nächsten Bearbeitungsstation, der Werkstatt Stiftung Drachensee. Anstelle von alten Zeitungen schützen nun Bettlaken die Bambusrahmen. Es ist so, dass die schon vorlackiert sind, die Rahmen, jetzt, wenn sie aus Ghana kommen. Und dass man natürlich darauf achtet, dass da keine besonderen Kratzer mehr reinkommen. Aber die werden natürlich nachher nochmal überlackiert. Das heißt, kleine Kratzer werden momentan kein Problem, aber wir achten natürlich trotzdem darauf, dass sie gut verpackt sind. Nachhaltig und sozial wollen Maximilian und Jonas ihr Produkt herstellen. Profit und soziales Handeln müssen sich nicht ausschließen. Es sind immer 2 Kriterien besonders wichtig. Einmal, dass sie qualitativ sehr gute Arbeit machen. Aber zweitens eben auch, dass die soziale Nachhaltigkeit, soziales Engagement im Mittelpunkt steht. Und das ist bei der Stiftung Drachensee ganz stark ausgeprägt. Da sind tolle Leute, die qualitativ wirklich gute Arbeit machen, aber gleichzeitig eben auch noch was Gutes schaffen für Menschen, die es nicht so leicht haben im Leben. In Hamburg sind Cosi und Jo immer noch unterwegs, um all die Dinge zu besorgen, die sie für ihren ersten Catering-Auftrag heute brauchen. Nächste Anlaufstation ist Kumpel Florian Kleinschmidt, seines Zeichens ein echtes Organisationstalent. Florian hat all das besorgt, was Jo und Cosi nicht in ausreichenden Mengen in ihrer WG-Küche haben. Schälchen, Behälter, Besteck. Genau. Wollt ihr sämtliche Dinge, um das Essen zu transportieren? Deswegen würde ich das auf die Boxen auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und davon brauche ich eigentlich nur so 2 zum Ausprobieren, so, sonst nichts. Du kannst noch Mupfeln organisieren? Ja, hol ich. Wär gut. Was nicht? Mupfeln? Muscheln? Mupfeln. Jetzt. Wie viel braucht also habt ihr auch welche? Oder ja, aber halt echt so eine Handvoll irgendwie. Okay.
Ja, das muss ja auch nicht der ganze Tisch voll sein. Also dazwischen so ein paar wäre halt schön. Die Toll. willst du auch Die bringe ich auch mit. Und den Rest. Nehmt einfach nur das mit, was ihr jetzt braucht. Jo, den Rest, perfekt. Ich muss jetzt zweimal rüberfahren mit der Technik und so. Jo. Geil. Weiß nicht, wann seid ihr da? 5 wollen wir eigentlich starten. Also mal schauen, wie wir jetzt durchkommen. Wir sind schon ein bisschen im Verzug jetzt. Ja. Diese Fischhändler und Fleischhändler, die wollen da natürlich auch viel über sich erzählen. Aber ihr habt alles bekommen. Ja, richtig gutes Zeug bekommen. Schön. Richtig Zeug. gutes Zeug. Ausgestattet mit allem Notwendigen machen sie sich auf den Weg nach Hause. Eine professionelle Produktionsküche läge im Erdgeschoss. Da die beiden aber nur ihre WG-Küche zur Verfügung haben, müssen sie jetzt alles in den 5. Stock hinauftragen. Wenigstens wartet dort eine nette Überraschung. Oh, geil. Geil, da kommt man wieder und dann sind Visitenkarten da. Ey, und die sehen richtig gut aus. 12 Uhr. 5 Stunden haben sie jetzt noch Zeit. Geil, echt. Gleich mal waschen und gleich baden. Ja, ey, riecht nach gar nichts, das ist richtig. Top. Okay, stopp. Und los geht's. Der Tintenfisch soll am Ende als Pulpo al Olivo in Form einer Creme auf krossem Brot serviert werden. Und die Hühnerschenkel als sogenannte Causa. Aber dazu später mehr. Die Werkstätten der Stiftung Drachensee liegen nur wenige Fahrminuten von den Mai-Bu-Geschäftsräumen entfernt. Hier finden Menschen mit Behinderungen eine sinnvolle Beschäftigung und damit Selbstbestätigung. Maximilian und Jonas schätzen die Zusammenarbeit sehr. So, wir haben wieder einen neuen Rahmen für euch. Oh, danke schön. Ja. Wo sollen wir die hinstellen? Die können wir mal da hinten hinpacken. Ja? Alles klar. klar. Machen wir das. Gut. Ja. Super. Vorsichtig. Ach nein. So. Das war's erstmal jetzt für diese Lieferung. Aber in ein paar Tagen kommen neue. Keine Sorge. Noch mehr? Ja. Wie viel denn noch? 10 kommen dieses nächste Mal. Da haben wir genug zu tun. Ne? Ja, ist doch gut, oder? Lieber zu viel als zu wenig. Neben der Qualität der hier geleisteten Arbeit ist für Jonas und Maximilian auch die Flexibilität der Stiftung Drachensee sehr wichtig. Also obwohl die Produktion oder das Abschleifen der Rahmen sehr aufwendig ist, ist es so, dass wir hier keine Probleme mit der Kapazität haben. Das heißt, wenn wir so 13 Rahmen haben, dauert das knapp eine Woche. Wenn wir jetzt mal viel mehr Rahmen haben, dann könnte die Stiftung auch noch weitere Mitarbeiter zusammenziehen, die da mithelfen. Na? Fertig? Ist fertig. Sehr gut. Dann fahre ich jetzt einmal, oder? Viel Spaß. Danke. Jedes Bambusrad wird vor der Auslieferung von Jonas oder Maximilian getestet. Ich bin das Rad Probe gefahren, was aufgebaut ist für den Kunden. Einmal alles getestet, ob die Bremse funktioniert, ob sie nicht schleift, ob sonst irgendwas noch komisch ist, die Einstellungen richtig sind. War alles gut. Der Vorbau war noch ein ganz bisschen schief, ist jetzt aber auch wieder ausgerichtet. Von daher kann das Rad jetzt so raus und wir können es verschicken. Eine normale 38-Stunden-Arbeitswoche ist für die Unternehmensgründer nicht drin. Dafür genießen sie andere Vorzüge, die ihre Selbstständigkeit mit sich bringt. Generell, dass man seinen Tagesablauf frei bestimmen kann, dass man selbst entscheiden kann, was man macht, wann man was macht, dass man selber Sachen vorantreiben kann, ohne dass man jemanden fragen muss, außer sich im Team abzustimmen. Das sind die Sachen, die mich auf jeden Fall persönlich faszinieren oder die mir Spaß machen. Und natürlich auch, dass man Verantwortung trägt, man kann Entscheidungen treffen, die eine Auswirkung haben auf das große Ganze, sage ich mal. Das ist natürlich auch viel spannender, als irgendwo in einem großen Konzern eine kleine Rolle zu spielen. Jungunternehmer im Stress.
Maria verkauft ihr Streetfood an mobilen Ständen und hofft auf einen Foodtruck. Dabei würde ein festes Geschäft ihr viel Aufwand ersparen. Es ist auch lustiger so, es ist abwechslungsreicher und ein Laden kostet auch einfach viel mehr. Bewährungsprobe für Jo und Cosi. Ihr erstes Catering soll ihnen einen Hinweis geben, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Als der Tisch einmal so eingedeckt war, dann sieht man so die Früchte von so einem Tag Arbeit. Das war richtig gut.